Anfang 2021. Lockdown-Zeit. Workshops nur online und immer von zu Hause. Isolation der Körper. Wir haben die Idee zu einem Experiment. Wir wollen ein robotisches Orchester bauen, das von Ferne zusammen bespielt werden kann. Das Pandharmonium. Wir wollen das zusammen bauen und kennen dafür genau die richtigen Orte. Hier finden wir, was wir brauchen. Das Haus der Materialisierung im Haus der Statistik haben wir selbst mit angeschoben. Genau wie das Glashaus Prenzlau, ein ehemaliges Autohaus in Prenzlau. Alles ist noch so, wie es vor 7 Jahren verlassen wurde. Ein paar tausend Quadratmeter Spielwiese und Schrott, den wir benutzen können. Einen wichtigen Schlüssel zum produktiven Umgang mit der Pandemie haben wir schon mal gefunden. Und wir kennen die richtigen Leute. Das ist Andreas. Er ist Interaction-Designer und programmierender Künstler. Er wohnt in Oslo und hilft uns von ferne. Deswegen keine Fotos. Okay. Das ist Manu. Er ist Künstler und arbeitet viel mit Kabeln, Chips und Strom und so. Manu arbeitet oft mit den tollen Leuten von Selbstgebaute Musik. It kind of shall be the space where we can really try and research on materials and stuff. Auf ihrem Festival wollen wir das Pandharmonium präsentieren. Selbstgebaute Musik ist unser Partner am Haus der Statistik. In einem Workshop für Distanzinstrumente erforschen wir mit Sven und Anna und anderen PerformerInnen, wie das geht. Musizieren und tanzen auf Distanz. Smash it! Smash it on the floor! Smash it on the floor! Smash the damn thing on the floor! Hauptaugenmerk liegt aber sowohl am Haus der Statistik als auch am Glashaus Prenzlau auf der Entwicklung unserer Klangapparate. Sag mal was, Karl. Mit der tiefen Stimme. Wir fangen an mit Klangforschung. Ausgerüstet mit Kontaktmikrofon und tragbarem Verstärker gehen wir auf Soundexpedition. Ich mag eure Art zu singen. Wie klingen die Dinge, die uns umgeben? Stark. Oh, gut geschafft! Fang mit deinem Stift dagegen hauen. Toll klingen ganz oft Dinge aus Metall. Sie haben einen natürlichen Hall. Und natürlich wird auch schon getüftelt. Der erste Prototyp steht. Auf dem Weg zum fertigen Pandharmonium begleiten uns in den nächsten Wochen zahlreiche junge KonstrukteurInnen und frisch erwachte KlangforscherInnen. In Prenzlau werden ausgemusterte Lastenregale zu unserem bevorzugten Material. Damit nicht alle Teile gleich klingen, bedienen wir uns der Möglichkeiten der alten Autowerkstätten. In Berlin ist unser Motto eher quick and dirty. In Prenzlau bleibt mehr Zeit zum Löten, Binden, Kleben, Basteln, Bauen. Bricolage.
Das Pandemonium ist ready. Bei Tag und bei Nacht. Also auf nach Berlin zum Festival für selbstgebaute Musik. Wenn man draufklickt, dann steigt ein Aktivitätslevel. Wenn man nochmal draufklickt, dann steigt das weiter. Insgesamt kann das Aktivitätslevel bis 100 steigen, wo dann am schnellsten bimmelt oder der Motor sich am schnellsten dreht. Und ja, hallo Finn, du bist jetzt online in Berlin live. Finn betreut hier die Prenzlauer Seite für uns und wird mit dem Handy mitfilmen. Und deswegen muss ich jetzt auch wieder aufliegen, Finn. Viel Spaß. Und ich weiß nicht, wie viele Leute wir hier hinpassen, aber ich glaube, oh, das ist nett, danke. Freiwillige vor, die ein Smartphone haben mit Internet, diese Website zu öffnen und gemeinsam mit uns jetzt hier zu zocken. Vielen Dank. Das hat uns Spaß gemacht. Das Pandemonium ist momentan offline. Wir freuen uns aber, es zum Beispiel im MoMA wieder aufzubauen. Oder den ganzen Workshop nochmal woanders zu machen. Wenn jemand dazu Ideen hat, wendet euch gern an die S27.